In diesem Monat wird das eingeleitet, was gewisse Kräfte in den letzten Monaten, aber auch bereits in den Jahren oder sogar Jahrzehnten zuvor mit speziellen Maßnahmen zu verhindern suchten, und diese werden dadurch sogar überflüssig. Denn es findet jetzt ein massives DNA-Upgrade statt, und zwar unwiderruflich. Wir erhalten starke kosmische Energiefrequenzen, die unsere 12 bzw. 13 fünfdimensionalen Chakren öffnen können, sodass die schlafende DNA darin aktiviert wird, in der unsere verborgenen Begabungen und Talente liegen, wie zum Beispiel insbesondere auf einer ganz neuen, höheren Ebene hellfühlig zu sein, hellwissend, hellhörig oder außersinnliche Wahrnehmungen zu haben. Und das alles ist Teil des DNA-Upgrades. Ja, und wenn wir jetzt die Situation haben, dass wir bestimmte Sachen wahrnehmen können, die vielleicht ein Großteil noch nicht wahrnimmt, brauchen wir uns nicht irritieren lassen. Denn das ist alles ein Teil des DNA-Upgrades. Und es beginnt jetzt mehr und mehr. Individuell verschieden, und bei einigen hat es eventuell auch schon begonnen. Wenn das so ist, hinterlasst es gern in den Kommentaren. Ja, auf jeden Fall wird es mit diesem Mondzyklus jetzt enorm verstärkt. Und zur Unterstützung und Integration veröffentliche ich heute Abend die Mahatma-Meditation in der Kosmischen Universität, von der ich im letzten Video bereits gesprochen habe. Denn diese Meditation ist speziell darauf ausgelegt, unsere höheren Chakren bewusst zu öffnen und zu aktivieren und damit eben den Prozess der DNA-Aktivierung zu unterstützen. Und um euch jetzt einen kurzen Eindruck oder Einblick zu geben, mit welcher gigantischen oder ich würde sogar sagen glorreichen Energie wir es zu tun haben, spiele ich jetzt, bevor wir heute Abend eine gemeinsame Meditation machen, also jeder für sich zu Hause und dennoch gemeinsam, eine kurze Info-Einleitung ein, sodass ihr im Vorfeld schon mal wisst, welche Energie uns hierbei unterstützen kann, nämlich die Mahatma-Energie. Heute meditieren wir mit der höheren Mahatma-Energie. Und das ist eine sehr hohe Frequenz aus der Zeit des goldenen Zeitalters von Atlantis. Und diese hohe Frequenz, das ist eine Art Energiefeld, die von den höheren Wesen und Energien aus Atlantis zur Verfügung gestellt wurde. Man kann auch sagen, das ist eine Art Gruppenbewusstsein von einer sehr hohen Frequenz. Und man nennt eben diese hohe Frequenz dieses Gruppenbewusstseins die Mahatma-Energie. Und die wurde eben erstellt, dieses Bewusstsein wurde erstellt von den großen Meistern und Avataren. Und in dieser Mahatma-Energie ist zum Beispiel die Buddha-Energie enthalten oder die Christus-Energie, der Geist des Friedens, eine Form der Ausgeglichenheit oder die weiße Aufstiegsflamme, die 12 Strahlen, der besondere silberne Strahl, die Metatron-Energie, auch die Einhorn-Energie ist darin enthalten, oder die Energie der Göttinnen der Liebe, zum Beispiel von der Guanjin, von Maria, Nada, Portia oder auch von Komeka, Lanto, Vuslo und der Venus. Und zudem ist auch die besondere Sphinx-Energie enthalten und eine Art der schöpferischen Gotteskraft des Universums. Somit ist die Mahatma-Energie die höchste Energieform, auf die wir aktuell zugreifen können. Und sie hilft uns insbesondere beim Aufstieg und sie erstellt auch unsere Antakarana-Brücke zum Quell, hilft dabei, diese Brücke aufzubauen. Und wir können uns sie insbesondere zunutze machen, um eben unerwünschte mentale, emotionale oder spirituelle Muster aufzulösen oder umzuwandeln, zu transformieren.
Und sie unterstützt uns eben auch direkt auf der körperlichen Ebene, indem sie die Drüsen stärkt und aktiviert. Und wenn in unserem täglichen Alltag mal ein Problem auftaucht, dann können wir die Mahatma-Energie dazu rufen und unsere Frequenz wird augenblicklich erhöht, sodass wir die Herausforderungen besser meistern. Und von der Farbe können wir uns die Mahatma-Energie wie eine weiß-goldene Energie vorstellen. Und die hat es eben zur Zeit des goldenen Zeitalters von Atlantis gegeben. Aber nachdem Atlantis quasi vom Bewusstsein runtergegangen ist, stand uns die Mahatma-Energie nicht mehr zur Verfügung. Erst 1987 mit der harmonischen Konvergenz wurde die Mahatma-Energie wieder langsam in das Energiefeld der Erde eingeströmt und seit 2012 stehen uns sehr hohe Frequenzen zur Verfügung, sogar noch höhere Frequenzen als die vom Zeitalter von Atlantis. Und wir können die Mahatma-Energie direkt aus unserer Monade, aus der Quelle herunterladen und diese Energie in unser Chakrasystem bringen und das gesamte Chakrasystem damit in eine höhere Schwingung bringen. Und all das dient natürlich auch dem Aufbau unseres kristallinen Lichtkörpers. Und wenn wir diese Mahatma-Energie durch unsere Energiefelder bringen, dann strömt sie durch den physischen Körper in den Körper der Mutter Erde hinein. Und von daher ist es immer empfehlenswert, so oft wie möglich mit dieser Mahatma-Energie zu arbeiten, weil es nicht nur uns persönlich stärkt, sondern auch die Mutter Erde. Und diese Energie, die aktiviert insbesondere unsere 12 Chakren, also angefangen bei dem Sterntor-Chakra, also unsere 12 fünfdimensionalen Chakren. Und das Sternentor-Chakra wird insofern aktiviert, dass es sich mit unserem erweiterten, höheren Meister selbst verbindet und mit allem, was ist. Und wenn diese Energie durch das Seelenstern-Chakra fließt, dann aktiviert das zum Beispiel Begabungen und Talente in uns. Wenn es in das Kausalchakra fließt, also unser persönlicher Mond, dann fühlen wir uns besonders verbunden mit der geistigen Welt. Wenn es durch das Kronchakra fließt, wird die Zirbeldrüse aktiviert mit Lichtcodes. Wenn es durch das dritte Auge-Chakra fließt, dann hat es eine Aktivierung in der Hypophyse, die auch als Meisterdrüse bezeichnet wird. Und dadurch wird das ewige Leben in uns aktiviert, dass wir uns dessen bewusst werden. Und das Besondere ist, dass wir auch speziell die Mahatma-Energie bitten können, verjüngende Hormone auszuschütten, sodass wir uns immer frisch und jung fühlen. Und im Halschakra wird zum Beispiel die Schilddrüse aktiviert, sodass unsere telepathischen Fähigkeiten gestärkt werden. Aber auch auf der körperlichen Ebene im Bereich des Stoffwechsels kann uns das sehr unterstützen, weil ja auch die Schilddrüse einen großen Einfluss auf unseren Körper hat. Im Herzchakra wirkt es auf die Thymusdrüse und öffnet unser Herz. Im Solarplexus-Chakra wird die Bauchspeicheldrüse angesprochen, sodass unser Zuckerhaushalt reguliert wird. Und zum Beispiel können wir auch dafür sorgen, dass diese Mahatma-Energie mehr Verdauungsenzyme ausschüttet, sodass wir emotionale und mentale Gegebenheiten besser verstoffwechseln können und auch die Süße des Lebens besser aufnehmen können. Und im Nabelchakra aktiviert es zum Beispiel die Schöpferkraft. Im Sakralchakra werden die Keimdrüsen für die Fortpflanzungsorgane aktiviert und vor allem auch im Bereich der transzendenten Liebe, sodass wir in eine höhere göttliche Schwingung kommen. Im Basischakra wird das Vertrauen und der Glauben und die Glückseligkeit aktiviert. Und im Erdsternchakra aktivieren, verankern wir uns mehr mit der Mutter Erde und sind besser geerdet.